Herzlich willkommen bei festivalzombie.com. Wir haben vor, einen Horrorfilm zu drehen, der auf einem Festival spielt. Und um mal über die Rahmenhandlungen von der ganzen Sache zu reden, habe ich mich heute hier mit den Jungs von den Bands Schwund aus Hamburg und Bulldriver aus Dithmarschen zusammengesetzt, um darüber zu reden. Jungs, Zombies oder Dämonen auf dem Festival, wie kann es dazu gekommen sein? Da würde ich sofort den Film Bruno zitieren. Bruno? Da war ein Bär. Das ist der mit Sacha Baron Cohen? Ja. Das ist der, wo er schwul ist und versucht, hetero zu werden. Und er versucht, hetero zu werden und dann bei einem Jäger im Zelt zu schlafen und möchte da unbedingt schlafen. Und seine letzte Ausweg war, da war ein Bär, der hat mein ganzes Zelt kaputt gemacht. Alle meine Klamotten vom Körper gerissen. Ich habe nur noch dieses eine Kondom hier. Das ist die ultimative Begründung, warum ist was passiert, weil da war ein Bär. Wenn man von Braindead ausgeht, da war es der Affe. Also kann man auf dem Festival, irgendein verrückter Psycho hatte die Idee, einen Tanzbären mitzubringen. Also mit anderen Worten, Tier. du hättest auch Braindead, einen tatsächlichen Zombie- und Horrorfilm zitieren können, da als die Auslöse... Nein, hätte ich nicht, weil das nicht so witzig ist. Okay, wir sind auf einem Horrorfilm, der auf einem Festival Also, spielt. ich sag Und dazu Tiere. Tiere. Also quasi, wenn wir jetzt einen Zombie-Ausbruch haben, oder ja, dann sollen das verursacht sein durch Tiere. Ja, ein Was Hund. für Tiere? Diese Halluzinogenfrösche, dass da irgendwie ein Chamäleon rumläuft, was, wenn man das leckt, weil irgendeiner dachte, oh geil, neue Droge, ich leck am Chamäleon rum. Am Chamäleon? Ja, weiß ich ja nicht, das kann ja irgendein Festival sein. Ja, das aber muss ja nicht in Deutschland sein. Ja, in Mexiko zum Beispiel, weißt du, ob da nicht Chamäleons sind, die Zombie-Gene absondern? Das soll ja auch abstrus sein. Chamäleons sind, glaube ich, dafür zu bekannt. Und ich glaube, es gibt noch keine Chamäleonart, die noch nicht irgendwann mal von irgendeinem Typen geleckt wurde. Dann nehmen wir einen Schmetterling. Der fliegt durch die Gegend und bestäubt irgendwas. So wie Godzilla Mothra. So ein riesen Ding, was aus irgendeinem Viech von irgendwo im Testlabor rausgeflogen ist. Und dieses riesige Schmetterling, der fliegt übers Festival und bestäubt Menschen. Und durch diese Bestäubung, das frisst sich dann in die Haut rein wie irgendwelche... Können die anderen bitte mal was sagen? Ich würde das ganz anders sehen. Und zwar würde ich sagen, das Ganze entsteht dadurch, dass von dem Chinamann ein Mitarbeiter irgendeine komische Tropenkrankheit damit angeschleppt hat. Wo gibt es denn zum Beispiel auf dem Festival einen Sushi-Stand? Habe ich noch nie gesehen. Ja, China-Nudeln ist egal, Sushi-Stand. So rohes Essen. Gibt's zum Glück nicht. Ja, Auf dem Festival auch nicht. Genau, Das wäre auch totaler Bullshit. Das gibt es zum Glück nicht. Jetzt weiß ich auch warum. So, das kann man Deswegen. dann mit dem Essen, dass man einen Chinamann, finde ich gut, dass man da irgendwelche... Ja, entweder durchs Essen oder halt durch ein Virus. Ja, Es gibt auch Essen, Virus haben wir jetzt. Pilzinfektionen oder sowas. Tiere. Da wären wir wieder bei dem Thema Sex. Liebe auf dem Festival. Durch ungeschützte Da kommt die Pilzinfektion. Tieren. Tieren, ja, da kommt die Tiere. Okay, Zombie-Ausbruch auf dem Festival durch Liebe mit Tieren. Oder wogegen ich ganz besonders bin, dass man das mal wegnimmt, Tätowieren auf dem Festival. Das ist totaler Schwachsinn. Ja, Im Matsch, das- dass man da einfach das mit Piercen und Tätowieren auf dem Festival, dass dadurch die Nadel halt durch... Der hat irgend so eine spezielle neue Farbe aus Zentralamerika mitgebracht. Die geilste Farbe, die geht. Oder Leuchtet im Dunkeln grün, Das wie auch immer. Dixie-Klo steht neben dem Tattoo-Ding und die Tätowiermaschine fällt in eine Pfütze. Auf einmal ins Dixie-Klo auszusehen. So, einfach oben, zack, oh schade, ein Wasser, ach egal, ich mach weiter. Und dann wird er angesteckt. Und dadurch geht's los. Durch das ist- Chemikalien. Ich glaube, da kriegst du eher Wenn Tiger. du, ja, eben. Also, nee. Weißt Ja, du, oder Allein nur das durch eine hier eine Wunde gehen und da davon kommt aus, der Kacke Typ, rein. der das Also, letzte nee. Mal auf dem Klo war. Wenn, dann muss das schon was Abgefahrenes sein. Der Typ, der das letzte Mal auf Klo war, hat ganz neue Chemikalien zum Aufputschen benutzt, die er selber angeworfen hat. Achso, und in seinem Darm hat sich daraus ein Genau. Zombie-Virus. Ja, Jakob, du bist raus. Ja, aber warum? Anderer Ansatz wäre jetzt zum Beispiel, dass es keine richtigen Zombies sind, sondern Besessene, Dämonen. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, eine Black Metal Band spielt da. So, und die Hardcore-Fans von die ersten beiden Alben sind geil, danach haben die sich voll Sellout, bla bla. Die sitzen dann da, die spielen dann ihr Set runter und sind dann jetzt ganz modern und bla 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 und sind nicht mehr richtig Black Metal. Und dann sind zwei Fans da, die so enttäuscht davon sind.
und so genervt und dann das sind aber richtige Hardcore-Black-Metal-Typen und die machen dann halt noch so ein schwachsinniges Ritual Das hatten wir im schon. Zelt. Die Nacht der lebenden Loser. Das ist Haben sie schon gemacht? ja mit Pflaster als Blut und gefrorenen Hähnchen und sowas. Das gibt's schon. Die haben dann einen Dämon beschworen und Ja, der, die sind auf den Friedhof gegangen und haben hier Blut, ich habe hier ein Pflaster, ich habe mich geschnitten und dann haben wir ein Opfer, ja, ein gefrorenes Hähnchen, weil ich habe mich nicht getraut. Und um deine Dämonen nochmal aus dem Weg zu räumen, um dir leicht das wegzunehmen, dann hieße das nicht Festival Zombie. wieso? Ein Dämon ist kein Zombie. Du hast in dem Film nicht Wenn, aufgepasst. mach einen Kopf zu. Erstens, der Dämon kann die Leute ja quasi besessen oder den Willen irgendwie nehmen, die Willen losmachen und dann wären sie wie Zombies. Ach, die Schnauze. Sie sind immer noch besessen, ja. Ja, besessen ist ein Zombie, ist nicht besessen, der ist tot. Eure Meinung dazu bitte. Jakob ist ein Arschloch. Die Meinung, da lasse ich keine andere Meinung gelten. Und nochmal, ich hasse Klugscheißer. Ja, findet ihr eher, dass das normale Zombies sein sollen? Doch lieber dieser besessenen Kram. Schickt euch uns aber Ideen für oder eure Ansätze dazu, wie man Es kann ja auch dieses ein Dämon Thema sein, der auf den Film lenken kann. Sorry, bin ich immer dazwischen. Es kann ja auch ein Dämon sein, der Zombies erschafft. Da hätten wir einen Mittelpunkt gefunden, der wäre gut. Kompromiss. Halt die Schnauze. Aber um das nochmal, wie das da zustande kommt, ist, Was? Namensmerke. das mit deinen Black Metal-Typen war gar nicht so doof, dass da irgendeiner ist, der hat seine Sache nicht bekommen, was er unbedingt haben wollte und wollte ihn dann einen reinwürgen und dann, was gibt's auf jedem Festival auf der Bühne? Nebel. Da hat er dann eine Chemikalie reingestopft. Und dann durch den Nebel, der dann da Wieso? rauskommt. Du bist echt in deiner braunen Phase. Du nur von Scheiße redest du. Nein, er hat Chemikalien, nicht Exkremente, Chemikalien in die Nebelmaschine reingebastelt. Was haltet ihr von der Musik an sich? Die verbindet ja. Ja, genau, das wäre auch nochmal ein guter Ansatz. Wenn man wirklich eine krasse satanische Band am Start hat, die natürlich vielleicht am Ende das beenden könnte, aber durch ihren Musikstil praktisch das Ganze erst auslöst. Wer einmal gehört hat, ist voll der Zombie und ohne Mucke werden die wieder normal, die Leute. Das kann man dann auch dokumäßig drehen, wie andere Leute die Metaler sehen. Die hören alle diese Metal-Musik, die sind wie die Zombies. Ja, also das ist eigentlich auch nochmal ein guter Ansatz. Fasziniert davon sein. Ja, Dass man viele mit- Sachen einbauen. Dass die Viecher von Musik quasi erschaffen werden. Ja. Ja, was haltet ihr davon, Leute? Sagt das auch nochmal in die Comments, bitte. Genau, also, wir müssen wir da halt mal schauen, ob das jetzt klassische Zombies sind, ob das jetzt Dämonen, Besessene sind oder sonst irgendwas, wie die dazu kommen. Da lassen wir einfach das Internet mal von alleine. Schickt uns eure Ideen auf festivalzombie.com, schreibt sie uns unten in die Comments und wir freuen uns auf eure Zusendungen. Die werden wir dann das nächste Mal hier besprechen in den nächsten Shows. Ja, und dann sage ich schon mal vielen Dank und bis dann. Ciao. Das ist ja richtig politisch. Kannst mal sehen. Dann lass doch mal das Internet von der Leyen.